Welcome to Throne Room, TeenStreet. Herzlich willkommen zum Throne Room. Welcome. Herzlich willkommen. I've been a youth pastor in a city right outside of Paris for the last 7 years. Ich bin Jugendpastor für schon 7 Jahre in einem Ort ein bisschen weiter weg von Paris. And each time kids come back from TeenStreet, the thing they tell me they enjoyed the most was Throne Room. Und was die Teens, die hier zu TeenStreet kommen und zurückgehen, sagen, Yeah. Throne Room ist das Beste. So we can be excited tonight because we know God is going to meet with us here. Und wir können uns darauf freuen, denn Gott wird uns hier begegnen heute Abend. So I'm gonna try some German. Also ich versuche jetzt ein bisschen Deutsch zu sprechen. This is my translator. Das ist mein Dave. Übersetzer Dave. Das ist Dave. And you guys, TeenStreet would not be possible without our translators. Und TeenStreet wäre nicht möglich ohne unsere Übersetzer. We can't assemble this many countries together without a huge team that's behind the stage. Und wir können nicht so viele Länder zusammenbringen ohne ein Riesenteam, das hinten übersetzt, hinter der Bühne. So I want you guys to applaud and scream as loud as you can so they can hear you in the back. Ich möchte, dass ihr so laut applaudiert und schreit, dass die euch da hinten hören könnt, okay? Let's go, let's Und go! los, los! Komm mal! Thank you. Thank you Danke. guys. Thank you all you Vielen Dank. translators in the back that are listening. Thank you. Vielen Dank an alle die Übersetzer, die da hinten sitzen. So today, we've seen a lot happen, haven't we? Heute haben wir ganz schön viel erleben dürfen. So, you guys did your big adventure today. Also ihr habt euer Big Adventure heute gemacht, stimmt's? How was it? Wie war's? How many of you found Wally today? Wer von euch hat Wally gefunden? Walter? Yeah? I saw that some of you found the Wally on stage. Ich habe gesehen, manche von euch haben Walter auf der Bühne gefunden, ja? You guys, I hope that you guys are looking for God with the same intensity that you guys are looking for Wally here. Und Leute, ich hoffe, dass ihr nach Gott genauso mit dieser selben Intensität schaut wie nach Walter. I hope in the same way that you're running towards the Wallies to get a selfie with them, Und- you're running towards God. Und dass ihr in genau derselben Art und Weise, wie ihr zu den Waltern rennt, dass ihr da so nach Gott Ausschau haltet und zu ihm hinrennt. So this morning we hit on how our God is immensely big and intimately near. Heute Morgen haben wir darüber gesprochen, wie unendlich groß Gott ist und doch uns so nahe ist. Immensely big Unendlich groß and intimately near. und ganz nah. Now I hope and I understand that some of you understand the intimate, the extremely big God. Some of you have a good grasp on that. Ich weiß, dass manche von euch diesen unendlich großen Gott das verstehen. And some of you have a really good idea of what it looks like to have our God intimately close as well. Und andere verstehen mehr so, was bedeutet, dass Gott ganz nahe bei ihm ist. So tonight in Throne Room, I want to encourage you to merge those two together. Und heute Abend im Throne Room möchte ich euch einladen, die zwei Sachen zusammenzubringen. It's easy to pick one or the other, Also es ist einfach, das eine oder das andere zu nehmen, but our God is both. aber unser Gott ist beides. One of the other things that we talked about today was the names of God. Und eine andere Sache, über die wir geredet haben, sind die Namen Gottes. Did you guys all find a name for God tonight? Habt ihr alle einen Namen für Have you Gott guys gefunden found heute? one? Habt ihr eingewählt? If you haven't, it's okay. Wenn nicht, ist auch in Ordnung. You have time. Ihr habt noch Zeit. You're going to spend time with him and you're going to get to know him. Ihr werdet noch Zeit mit ihm verbringen und ihn besser kennenlernen. So keep digging and keep looking and God will reveal himself to you. Also sucht weiter und Gott wird sich euch offenbaren.
Can I share with you what the name of God that I had today? Kann ich euch mit euch teilen, was ich für den Namen Gottes heute hatte auf dem Herzen? I wrote it on my little tag here. Ich habe das hier auf mein kleines Tag draufgeschrieben. It says, I am on it. Da steht, ich bin. And this morning during worship time, Und heute Morgen während der Lobpreiszeit, when we were singing and raising our voices together, als wir zusammen gesungen haben, I was so reminded, this is God's rightful place. ist mir gekommen, das ist genau der Ort, wo Gott hingehört. We are worshiping God on his throne. Wir beten Gott an auf seinem Thron. All nations Alle Nationen, worshiping him. die ihn anbeten zusammen. And he reminded me that he is the I am. Und das hat mich daran erinnert, dass er der ist, der immer war, immer sein wird und der ist. I want to remind you guys that we're here to pray for you. Und wir sind hier, um für euch zu beten. Daran möchte ich euch erinnern. If you guys need prayer tonight, above each one of those upper doors, there's flags with your country on it. Und an den ganzen Türen da oben gibt es verschiedene Flaggen mit euren Nationen drauf. So don't hesitate to go because someone that speaks your language is behind those doors. Also zögert nicht, wenn ihr Gebet braucht, dann geht zu diesen Türen. Ihr seht die Flaggen, die sprechen eure Sprache. So if you need prayer tonight, go and ask for some prayer. Also wenn ihr heute Abend Gebet braucht, dann geht hin und lasst für euch beten. If you have something good to share, go to the prayer stations. Und wenn ihr irgendwas Gutes habt, das ihr mitteilen wollt und darüber beten wollt, ja, geht hin. Prayer is not just a moment to share and dump all the heavy things in your life, but the good things too. Also Gebet ist nicht nur die Zeit, wo man die Sachen, die einem beschäftigen, im Sinne von, die einem schwer fallen oder wo es einem nicht gut geht, sondern natürlich auch die guten Sachen. God wants us to go and to talk with him Gott möchte, dass wir zu ihm gehen und mit ihm reden. all the time. Jederzeit. Could you imagine if I only talked to my wife when we're having problems? Könnt ihr euch vorstellen, wenn ich nur zu meiner Frau gehe, wenn es mir schlecht geht oder wenn wir Probleme haben, I would sleep on the couch quite often. dann würde ich ziemlich oft auf der Couch schlafen müssen. So go take advantage of those prayer stations, guys, all right? Also nutzt die Gelegenheit und geht zu den Leuten, die mit euch beten. Are you guys ready to worship? Seid ihr bereit, Gott anzubeten? Stand up. Dann steht wieder auf. Stand up. Komm, steht auf. So at TeenStreet, we realized that God's doing some amazing work right here in the bleachers. Also bei TeenStreet haben wir gesehen, dass Gott wunderbare Dinge tut, direkt hier neben uns. Right there where you guys are standing to worship God. Da, wo ihr steht und Gott anbetet. And so we want to hear what's going on in your lives. Und wir wollen gerne hören, was bei euch im Leben passiert. And so next to me, I have, Und so sitzt Maya neben mir. we have Maya with us today. Heute ist Maya bei uns. And Maya, where are you from? Maya, wo kommst du her? I'm from Sweden. Ich komme aus Schweden. So Maya, we have been talking about the different names of God, Maya, wir haben über die verschiedenen Namen Gottes gesprochen. and we have been thinking about how those names impact us personally. Und wir haben darüber nachgedacht, was diese Namen mit uns persönlich zu tun haben. So I was just wondering, was there a name of God that you had today that you would like to share with us? Also ich frage mich, gibt es vielleicht einen Namen Gottes, den du heute mit uns teilen möchtest, der dich persönlich berührt? Yes, it was a name. I had chosen the name Abba. Ja, da gibt es einen Namen. Ich habe mich für den Namen Abba entschieden. That means father. Der heißt Vater. And and for me, it meant very much Und für mich hat dieser Name eine große Bedeutung, because in my family, I had never had a male role model. weil ich nie ein männliches Vorbild hatte in meiner Familie. Because my dad, he suffered from a disease Weil mein Vater sehr krank war, since I was born, seit ich geboren wurde. and he lost his ability to speak very quickly. Und relativ schnell hat er seine Fähigkeit zu sprechen verloren. And he died 6 years ago. Und vor 6 Jahren ist er gestorben. But God has always been with me. Aber Gott war immer mit mir. He has always protected me. Er hat mich immer beschützt.
and He has always supported me in my darkest days. Und er hat mich immer unterstützt in meinen dunkelsten Tagen. So God is my Father. Also Gott ist mein Vater. He's Abba. Er ist Abba. Amen. Keep in that attitude of thinking about what is God asking of me. Behaltet euch es bei, nachzudenken darüber, was will Gott von mir? Where is He? Wo ist er? Find out who He is. Findet heraus, wer er ist. Have a great night. Und habt einen wunderschönen Abend. See you in the morning. Wir sehen uns morgen wieder.